Das ist ein über 20 Jahre alter Land Cruiser. Kein Navi, kein Komfort, kein Bluetooth, kein gar nichts. Aber das ändern wir jetzt mit einem Upgrade, das alles verändern wird. Ob 60, 30 oder 20 Jahre, nagelneu waren unsere Mobile noch nie. Doch heute bekommt Tembo ein Update, das es in sich hat. Bleibt dran, denn viele haben uns schon danach gefragt. Nach 4 Jahren Afrika bekommt unser Land Cruiser jetzt mal ein kleines technisches Update. Unser Multimedia-System da vorne ist einfach veraltet und funktioniert nicht mehr richtig. Unsere Navigation die ganze Zeit mit einem Tablet. Das Tablet ist regelmäßig zu heiß geworden, ist aufgeplatzt mittlerweile. Unsere Rückfahrkamera funktioniert nicht mehr, unser Radio funktioniert nicht mehr. Und dieses ganze Elend hat scheinbar ein Kooperationsscout der Firma Atoto gesehen und hat sich unserer erbarmt und hat uns ein Angebot gemacht. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, bevor ich Ja gesagt habe, aber ich habe Ja gesagt, denn der hat uns also nicht irgendwas angeboten, sondern das neueste Atoto X10, deren aktuelles Flaggschiff, weiterentwickelt auf der S8-Serie und kommt jetzt für besseres Multitasking und eine schnellere Arbeitsleistung mit einem 665er Chipsatz daher, kombiniert mit einem Android 13, 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Und damit wird das unser altes Tablet auf jeden Fall komplett zerlegen. Das X10 macht danach aus unserem Auto so einen richtig modernen Wagen, also was der modernste Wagen hat. Video, GPS-Datentracking, also zu den Videos, dass die GPS-Daten auch hinterlegt sind. Unfallmeldesystem, sprich wenn man einen Unfall hat und selber nicht mehr in der Lage ist, eine Nachricht zu versenden, dass man einen Unfall hatte, dann kann das Gerät das auch automatisch machen. Natürlich, wenn man das will, muss man alles einstellen. Dazu brauchst du eine gewisse Internetkonnektivität. Dazu hat es 5 Möglichkeiten. Du kannst einmal über Wi-Fi, Bluetooth, also es hat 2 Bluetooth-Zugänge und USB-Schnittstelle, 4G SIM-Karte, die ist scheinbar sogar dabei, und eine eSIM. Also somit hat man alle Möglichkeiten, das zu benutzen. Wie rum man das machen möchte, das kann man dann für sich selber entscheiden. Unser Thema Rückfahrkamera kriegen wir damit nämlich auch gleichzeitig noch gelöst. Die waren so freundlich und haben uns hier noch 2 Kameras mitgegeben. Einmal eine Rückfahrkamera, einmal eine Frontkamera. Die zeichnen beide mit 1080p auf, also da können wir auch was mit anfangen. Das Ganze ist auch kombiniert mit einem Crash-Sensor, sprich das funktioniert auch wie eine Dashcam. Wenn also ein Unfall passiert, wird die Aufnahme automatisch gespeichert und das gleiche kann man auch verwenden als Parküberwachung. Wenn das Gerät eine Kollision oder einen Stoß bemerkt, dann wird eine Aufzeichnung gestartet und die Szenerie wird aufgenommen und man kann das so nachverfolgen. Das Ganze ist noch kombiniert mit einem OmniGuard Notfallmeldesystem. Also wenn man mal einen Unfall hat und selber nicht mehr in der Lage ist, einen Notruf abzusenden, dann kann das System einen Notruf absenden, nimmt dazu die aufgezeichneten Videos sowie die GPS-Koordinaten zu der Unfallposition und gibt das an die hinterlegten Notfalldaten weiter. Also man kann im System Notfalldaten hinterlegen, gewisse Personen, die dann kontaktiert werden sollen. Aber jetzt packen wir das Ding erstmal auf. Ich bin nämlich selber ein bisschen aufgeregt. Gucken wir mal rein in die Schachtel. So, was haben wir hier? Kiste in der Kiste. Schauen wir erstmal in die kleine Kiste rein. Quick Start Guide. Ein Haufen Kabel. Das sieht schon ganz gut aus. Hier haben wir genau ISO-Konnektor A, ISO-Konnektor B. Das ist in der Regel, haben Autoradios hinten so eine Vorbereitung. Und wenn wir Glück haben, habe ich die auch, das weiß ich nicht, aber dann kann man das direkt ansteckern. Ansonsten haben wir hier einen zur individuellen Verkabelung, geht auch. Hier nochmal verschiedene USB-Anschlüsse. Was haben wir hier noch? Eine GPS-Antenne und das hier Wi-Fi-Antenne. Was wir alles Tolles haben. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt wird es nämlich spannend. Schön verpackt ist es.
Mhm. Das dürfte die Halterung sein. Da habe ich es in der Hand. Okay, wie man sieht, das kann man nachher einfach in den normalen Radioslot reinschicken. Und hier vorne kommt jetzt das Wichtigste. Das ist nämlich unser neues Tablet. Das wird unser bisheriges Tablet ersetzen. Und da werden nachher alle Apps drauf laufen. Sollen zumindest, werden wir dann gleich sehen. Jetzt fackeln wir aber nicht lange. Jetzt bauen wir das Ding auch mal ein, dass wir mal sehen, was es wirklich kann. Also Schnelltest hat es schon mal bestanden. Wirklich hier Plug and Play, wenn man den passenden Connector hat. Und das war ja alles dabei. Ging sofort an. Jetzt haben wir mal die richtige Installation hier mit der Halterung und dass das dann richtig sitzt alles. Und danach geht es weiter. Und wie das so ist, auch wenn die Kabel alles Plug and Play waren, ist natürlich der Rest nicht immer ganz so einfach. Man muss Strippen nach hinten legen, gerade die für die Rückfahrkamera, das war eigentlich die zentrale Strippe, da muss man den Weg finden von hier über den Motorraum, unter dem Rahmen bis nach hinten bei so einem Wohnmobil. Gleiche Frontkamera musste ein Kabel gelegt werden, die GPS-Antenne musste ich ein Kabel legen, das war ein bisschen gefuddelt, deswegen sieht es hier unten auch noch relativ wild aus, habe ja mal alles halb zerrissen. Und ja, die Kabel sind jetzt alle gelegt und damit konnte ich die Halterung jetzt montieren. Jetzt habe ich das Gerät schon mal reingesteckt, angeklemmt ist es. Jetzt geht es darum, man kann ja noch die Neigung und also die Position von dem Bildschirm kann man noch einstellen, was ja relativ wichtig ist. Das ist ein bisschen fuddelig, ich habe jetzt so ein paar Schrauben jetzt hier an der Seite schon mal rausgedreht. Jetzt kann ich es schon mal im Winkel verstellen, so kann es jetzt schon mal bisschen geneigt werden. Und jetzt muss ich noch, ich will es in der Höhe noch ein bisschen hochfahren. Also man hat in alle Richtungen ein paar Zentimetern, falls das Gerät hier für irgendeinem Lüftungskanal oder für irgendeinem Schalter ist, sodass man den Bildschirm auch noch optimal positionieren kann. Es gibt die Geräte auch mit noch größeren Bildschirmen. Das wäre in unserem Auto also der komplette Overkill. Aber das sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich mache jetzt mal weiter, stelle das hier mal ein. Und danach nehme ich euch wieder mit. Hier an der Seite hat man verschiedene Einstellbereiche. Das wird dann alles hier mit 2 Schrauben wird das fixiert. Dafür hält es danach halt ordentlich. Manchmal ist ja, wenn man so Schiebevorrichtungen hat, dass die irgendwann nicht mehr so sauber halten. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Und eigentlich stellt man sich das ja nur einmal richtig ein. Erfolgreich montiert ist das Atoto X10 jetzt, aber da nichts so gut ist, wie es in Wirklichkeit funktioniert, haben wir das Ganze erstmal die letzten Wochen jetzt getestet. Einige 1000 Kilometer sind wir schon gefahren, davon noch viele Wellblechpisten und das Gerät ist immer noch da, wo es hingehört, hat sich noch nichts weggeschüttelt und es funktioniert noch einwandfrei. Da sind wir vielleicht auch ein bisschen bei dem Thema Montageposition. Unser Tablet saß hier oben, hat den Blick auch ein bisschen zugebaut und vor allen Dingen ist es immer der Sonne ausgesetzt gewesen. Und das ist jetzt einfach viel, viel schöner. Das ganze Gerät verschwindet hier so ein bisschen ebenerdig im Armaturenbrett und es kriegt die Sonne nicht mehr ab. Dadurch wird es nicht mehr so heiß und das sollte der Langlebigkeit deutlich einen Vorteil geben. Ein bisschen fancy ist das jetzt schon so für uns. Wir haben jetzt hier ein Gerät, das ja alles kann. Für uns die wichtigsten Funktionen waren ja die ganze Zeit Navigation. Das geht über eine App, also brauchen wir ein Tablet. Wir wollen Musik hören beim Fahren und wir brauchen eine Rückfahrkamera. Das Atoto macht natürlich aus unserem Auto
so einen richtig modernen Wagen. Also hier wird aus einer archaischen Büchse wird hier so ein kleines Raumschiff Enterprise gemacht. Grundsätzlich hat das Gerät natürlich unglaublich viele Funktionen auch. Das viel mehr Funktionen, also hier kann man auch verschiedene Apps draufladen, also viel mehr Funktionen, als wir in Wahrheit nachher benutzen werden. Für uns die wichtigsten Funktionen ist einmal das Thema Navigation. Das hier ist unsere Navigations-App, kann man jede andere App auch drauf spielen, je nachdem was man da benutzen möchte. Das Ganze funktioniert relativ zügig und schnell, also da bin ich sehr zufrieden mit. Das muss zusammenhängen mit diesem Qualcomm Snapdragon 665er Chipsatz, der eingebaut ist in dem Gerät. Der sorgt hier für die Performance. Dann die Rückfahrkamera, die kann ich von hier, von meiner Schaltposition aus immer gut sofort bedienen. Das geht relativ zackig. Ich kann auch hier mir jetzt die Daten anschauen, wenn man das möchte. Wir zeichnen das die ganze Zeit auf. Rückfahrkamera. Wir haben eine separate Festplatte hinten dran. Das sind 2 USB-Anschlüsse. Kann man die dran machen. Und kann man seine Aufzeichnung sich angucken in verschiedenen Geschwindigkeiten. Die Frontkamera funktioniert genauso. Das ganze Gerät hat quasi einen Crash-Sensor, also funktioniert das auch als Dashcam, wahlweise wie vorne oder hinten. Sobald ein Unfall passieren sollte, zeichnet die Kamera automatisch auf. Bei mir zeichnet sie die ganze Zeit auf, weil wir einfach eine große Festplatte hinten dran haben. Und dann haben wir jetzt in unserem kleinen Mondraumschiff auch Musik. Und das Beste dabei ist, die könnte sogar einen richtig guten Klang haben, die Musik, weil wir haben einen 36 Band Equalizer, aber wir haben ja so kümmerliche Lautsprecher. Wir werden demnächst noch mal irgendwo hier jetzt in den Laden gehen müssen und uns mal richtige Lautsprecher besorgen, weil das ist Kindergeburtstag da oben. Da ja viele von euch Reisenden auch mit Google Maps arbeiten, kann man das hier natürlich auch machen. Man kann wahlweise eine SIM-Karte ins Gerät hineinschieben, um Internet zu haben. Da gibt es einen Slot für. Oder man kann es über WLAN betreiben, aber so kann man zum Beispiel jederzeit ins Internet gehen und auch mit Google Maps beispielsweise arbeiten oder unsere YouTube-Videos natürlich gucken. Dann kann ich die Geräte auch mit Bluetooth, also die Telefone kann ich problemlos verbinden mit dem Gerät. Kann ich hier wahlweise die Musik auf dem Handy nehmen oder kann telefonieren darüber. Also auch das kann man dann nachher machen, wie in so einem modernen Auto. Also ich finde es schon ein bisschen spektakulär, dass ich hier in meiner archaischen Landcruiser-Kiste so ein modernes Gerät habe. Aber es vereint halt wirklich alles. Also ich bin sehr zufrieden damit. Ich glaube, Yvonne ist bis jetzt auch sehr zufrieden damit. Und ja, also ich würde sagen, wir können für das Gerät bis dato einen Daumen hoch geben. Nach der ganzen Lobhudelei muss man sich auch mal fragen, was gibt es eigentlich zu meckern? So richtig viel fällt mir noch nicht ein. Eins ist, ich habe den Ausknopf noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo ich es einfach mal ausmachen soll. Und das ist bis jetzt das Einzige. Und wie gesagt, es gibt halt unglaublich viele Funktionen, die ich bis dato nicht nutze. Aber ich glaube, desto mehr smart-technisch man affin ist, desto mehr Nutzungsmöglichkeiten wird man finden. Und dadurch, dass wir hier oftmals außerhalb des Netzes sind, haben wir viele Funktionen natürlich auch nicht in der Nutzung. Aber ich glaube, wenn man das jetzt in Europa benutzt, wo man regelmäßig auch im Netz ist, wird man hier noch viele Gestaltungsmöglichkeiten finden, die man da benutzen kann. So, liebe Freunde, und solltet ihr jetzt auch Lust bekommen haben, aus eurem alten Fuhrpark mal was richtig Modernes zu machen, dann haben wir in der Videobeschreibung unten 3 Links hinterlegt. Einer davon, der geht direkt zu Atoto direkt und dort kriegt ihr, sage und schreibe, 35% Rabatt auf das Gerät. Also, wenn ihr Lust habt, macht's. Dann ja, sehen wir uns das nächste Mal und in diesem Sinne wünsche ich Tschüss und Bye-bye. Bis dahin, ciao, ciao. Ganz klar für uns eine absolute Bereicherung und Tembo ist in ein neues Zeitalter katapultiert worden. Somit bleibt auch für mich nur noch zu sagen, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch eine gute und gesunde Zeit. Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.